Sie wollen außerdem an den Schulen mehr deutsches Kulturgut einführen. Was bedeutet das eigentlich? Wir möchten mehr, dass wieder mehr deutsche Volkslieder gelehrt werden, dass deutsche Gedichte gelernt werden, dass wir auf unsere deutschen Dichter und Denker wieder mehr in den Schulen würdigen. Ich finde, wir müssen schon relativ viele Gedichte auswendig lernen. Was ist denn Ihr Lieblingsgedicht eigentlich? Deutsches Lieblingsgedicht. Mein Lieblingsgedicht ist, da müsste ich jetzt mal überlegen, fällt mir jetzt gar keins ein. Nicht? Nein, Vielleicht Ihr Lieblingsdichter? Heinrich Heine. Ich habe eine letzte Frage an Sie beide. Ihr deutsches Lieblingsgedicht? Freiheit ist Liebe, Freiheit ist Recht. Den Menschen adelt und weiht sie vom Knecht. Sie steht bewaffnet an des Stufen Thron. Achtung vor Freiheit und Gesetz hört man sie rufen. Achtung vor sich selbst. Aber ich muss aufpassen, welche Fragen ich Achtung stelle. vor sich selbst und vor des Menschen Pflicht. Wer sie nicht achtet, verdient die Freiheit nicht. Friedrich Halm. Herr Kopala. Ja. Heinrich Heine hatte ich ja schon mal erwähnt. Denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Und das, Und wie geht was das wir in weiter? Deutschland, was wir in Deutschland gerade Wissen Sie, aktuell, wie das Gedicht weitergeht? das, was wir in Deutschland gerade aktuell erleben, Wissen Sie, wie das zieht das ja Gedicht, genau darauf wissen hin. Sie, wie das Gedicht weitergeht? Ja, dann, ja, natürlich weiß ich. Denke ich an Deutschland in der Nacht, da bin ich um den Schlaf Genau. gebracht. Und dann? Ja, das ist ja jetzt nicht das Thema, wie es Doch, weitergeht. das ist das Thema. Nein, Weil es geht nicht um Deutschland. doch, es geht um Deutschland. Nein, es geht um die Mutter. Ja. Die kranke Mutter von Heinrich Heine. Genau. Denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Um Deutschlands... Ja, sehen Sie, Sie wissen es ja selbst jetzt gerade ich nicht. kann es nicht auswählen, aber es geht darum, um Deutschlands zehre ich mich nicht so sehr. Wäre die Mutter dort nicht, das Vaterland verdirbt nicht, aber Ja, die das alte geht Frau schon- kann sterben. schon Also ums es geht Vaterland. vor allem, Es geht schon ums Vaterland, Frau. ich konnte mir tatsächlich Gedichte nie merken, aber es geht nicht ums Vaterland, sondern um die kranke Mutter. Ja, das mag ja sein, aber nicht. Es geht gerade eben um Deutschland, macht er sich keine Sorgen, sondern um die kranke Mutter, Wenn weil ich er sie eins nicht kurz gesehen sagen hat. darf, aber es kann kein Zweifel bestehen, dass man Heinrich Heine nicht nationalistisch, nicht autoritär interpretieren kann. Das habe ich ja nicht gesagt. Heinrich Herr Heine, Buschmann, das ja, habe dann ich ja- nehmen das habe ich ja Sie es nicht doch nicht an. gesagt. Also Heinrich Heine habe ich ja nicht war nun gesagt. wirklich jemand, der ja aus dem französischen Exil herausgeschrieben Ja, und was ist dabei jetzt? Und, Auf was wollen Sie denn hinaus? Weil die Mutter krank war, hat er sich nach Ja, Deutschland ja, aber erzählt. was wollen Sie denn jetzt hinaus? Dass er nicht um Deutschland sich Sorgen gemacht hat, sondern um seine Mutter. Das nur mal festgestellt. Ich glaube, Ulrich Wickert würde mir jetzt helfen, weil er das Gedicht auswendig zitieren kann. Nein, ich kann zum der sich Beispiel dann- Ribbeck von Havelland. Das dauert Im länger. Gartengarten, ein Baumstand. Aber das können Sie, wie geht's weiter? Wissen Sie, wie es weitergeht? Nein, ich kann Ihnen andere Gedichte noch zitieren. Die drei Spatzen zum Beispiel von Christian Morgenstern. Können wir ja da weitermachen. Okay. Da können wir vielleicht zum Triell wiederkommen.